Du besitzt ein E-Auto und möchtest dir eine E-Ladestation für zu Hause kaufen? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video erkläre ich dir, was du beim Kauf einer Wallbox beachten solltest. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und heute gebe ich dir 9 Tipps mit, die dir dabei helfen, die geeignete Heimladestation zu finden. Tipp Nummer 1. Überlege dir zunächst mal, wo, wann und wie du deine Ladestation nutzen möchtest. Willst du dein E-Auto ab und an auch unterwegs laden, musst du dir eine mobile Ladestation kaufen, wie zum Beispiel den GoE Charger Gemini Flex. Die mobile Wallbox kannst du nämlich ganz einfach an eine rote CEE-Steckdose anschließen oder mit einem Adapter in eine Haushaltssteckdose einstecken. Perfekt also, wenn du auf Reisen gehst oder Freunde besuchst. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass du das mobile Ladegerät auch selbst installieren kannst. Im Vergleich dazu verfügt eine stationäre Ladestation wie zum Beispiel der GoE Charger Gemini über ein Anschlusskabel für eine feste Verbindung zum Stromnetz des Hauses. Die stationäre Ladestation ist also nicht mobil und darf auch nur von einem Fachmann installiert werden. Tipp Nummer 2. Stelle sicher, dass du genug Strom hast. Die GoE Charger zum Beispiel verbrauchen je nach Modell 6 bis 32 Ampere. Wenn die Ladestation das einzige Gerät am gesamten Stromnetz wäre, wäre das grundsätzlich ja in Ordnung. In Wirklichkeit hast du aber höchstwahrscheinlich auch noch andere Geräte, die ebenfalls Strom verbrauchen. Wenn dein Stromanschluss nicht genug Strom liefert, kannst du folglich auch nur eine Ladestation mit geringerer Leistungsaufnahme verwenden. Also zum Beispiel einen Charger mit nur 11 kW statt 22 kW. Tipp Nummer 3. Vergewissere dich, dass im Sicherungskasten genügend Platz vorhanden ist. Ein Sicherungskasten mit hoher Leistung nützt dir nichts, wenn jeder einzelne Platz für Schutzschalter bereits verdrahtet ist. Frag also besser einen Elektriker, ob der Platz im Sicherungskasten ausreicht. Ist das nicht der Fall, lass dir eine zusätzliche Einheit mit mehreren verfügbaren Plätzen für Schutzschalter installieren. Tipp Nummer 4. Überprüfe den Steckertyp. Der Typ 2 Stecker hat sich in Europa als Standard durchgesetzt. Dein Elektroauto hat daher höchstwahrscheinlich entweder einen Typ 2 oder vielleicht auch einen Typ 1 Stecker. Wenn du ein Elektroauto mit einem Typ 1 Ladeanschluss hast, also zum Beispiel einen Nissan Leaf, kannst du ein Mode 3 Ladekabel von Typ 1 auf Typ 2 kaufen. Hat dein Auto einen Typ 2 Ladeanschluss, wie zum Beispiel die Renault Zoe, dann brauchst du ein Mode 3 Ladekabel von Typ 2 auf Typ 2. Tipp Nummer 5. Beachte die Ladegeschwindigkeit. Ein 22 kW Ladegerät ist zum Beispiel eine gute Wahl, wenn du erstens dein Auto mit 22 kW Wechselstrom, also AC, laden kannst. Zweitens, die Anschlusskapazität deines Hauses für 22 kW ausreicht oder du bereit bist, für den Ausbau zu zahlen. Drittens, dein Elektroauto nur einphasig laden kann, du aber möglichst die volle Ladeleistung von zum Beispiel 7,4 kW nutzen möchtest und darfst. Viertens, du jeden Tag mehr als 250 Kilometer fährst und fünftens, du tagsüber wenig Zeit zum Aufladen hast. Wenn du aber weniger als 250 Kilometer pro Tag fährst, dein E-Auto oft nachts oder bei der Arbeit auflädst und du es nicht mit mehr als 11 kW Wechselstrom, also AC, aufladen kannst, dann ist ein 11 kW Ladegerät die richtige Wahl. Und denke daran, dass auch die Ladegeschwindigkeit deines Fahrzeugs begrenzt ist. Egal wie schnell die Ladestation laden kann, wenn das Auto nur 11 kW aufnehmen kann, kannst du auch nicht schneller laden. Tipp Nummer 6. Bevor du eine Ladestation kaufst, solltest du dir überlegen, wo du die neue Wallbox installieren möchtest. AC-Ladegeräte gibt es in allen möglichen Formen und Größen. Daher solltest du auch den Standort berücksichtigen. Um den perfekten Platz für die Ladestation zu finden, solltest du dir darüber Gedanken machen, wo sich der Ladeanschluss deines Elektroautos befindet. Befindet er sich an der Vorderseite, wie bei einem Nissan Leaf, solltest du einen Platz finden, an dem du das Auto direkt vor der Wallbox parken kannst. Wenn du zum Beispiel einen Tesla Model 3 fährst, bei dem sich der Ladeanschluss auf der linken Seite befindet, solltest du dir überlegen, wie du dein Auto parken möchtest. Idealerweise kannst du es auch so parken, dass du auch mit einem kurzen Kabel laden kannst. Tipp Nummer 7. Überlege dir, welche Funktionen du bei deiner E-Auto-Ladestation nutzen möchtest. Moderne Wallboxen ermöglichen höchsten Komfort beim Laden. Warum solltest du also diesen Komfort nicht nutzen? Intelligente Ladestationen wie den GoE Charger kannst du beispielsweise über eine App bedienen. Mit der GoE Charger App kannst du also zum Beispiel festlegen, wann der Ladevorgang starten und beendet werden soll. Du kannst aber auch die Energiemenge einstellen, die du innerhalb eines bestimmten Zeitraums in die Autobatterie laden möchtest. Das sind nur 2 von vielen smarten Funktionen. Schau dir gerne dazu unser Video an, in dem wir dir die GoE Charger App und ihre Funktionen vorstellen. Das Video dazu haben wir dir hier oben rechts verlinkt. Eine weitere Komfortfunktion ist sicherlich auch das RFID-Management. Viele E-Ladestationen sind mit einem oder mehreren RFID-Chips ausgestattet. Damit kannst du deine Ladestation mit deinen Nachbarn und Freunden gemeinsam nutzen und den Stromverbrauch pro Nutzer einsehen.
Fehlen diese Funktionen, macht das vielleicht das Ladegerät billiger, aber den Komfort, den die zusätzlichen Features bieten, sollte man nicht missen. Tipp Nummer 8. Bedenke das Design der E-Ladestation. Wenn du eine Wallbox für zu Hause kaufen möchtest, solltest du folgende Punkte in Bezug auf das Design beachten. Überlege dir, welche Farbe und Form dein Ladegerät haben sollte. Wenn du die Ladestation außer Sichtweite aufstellen willst, ist dir das Design wahrscheinlich egal. Wenn es jedoch für alle sichtbar an der Fassade deines Hauses angebracht wird, möchtest du dich wahrscheinlich für ein etwas eleganteres Modell entscheiden. Überlege dir die Größe der Ladestation. Je nachdem, wo du die Wallbox aufhängen magst, könnte das von Bedeutung sein. Und zu guter Letzt Tipp Nummer 9: Berücksichtige dein Budget. Der finanzielle Faktor ist vielleicht nicht der wichtigste, aber sicherlich einer, den du berücksichtigen solltest. Glücklicherweise findest du auf dem Markt Ladestationen in einer breiten Preisspanne, sodass das Aufladen zu Hause für jedermann möglich ist. Die Preise für Ladestationen beginnen bei etwa 550 €. Das sind dann aber Ladestationen ohne zusätzliche Komfortfunktionen. Genauso kannst du Ladestationen finden, die 1.600 € und mehr kosten. Es gibt eine weit verbreitete Meinung, dass hohe Qualität teuer ist. Das muss es aber nicht sein. Der GoE Charger HomeFix 11 kW, also der Vorgänger vom GoE Charger Gemini, wurde im Februar 2022 zum Sieger der Stiftung Warentest gekürt. Die Ladestation mit einem Preis von 679 € war das günstigste der 12 getesteten Modelle. Das zeigt, dass man kein Vermögen ausgeben muss, um eine E-Auto-Ladestation zu kaufen, die den eigenen Ansprüchen gerecht wird. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir dabei, die geeignete E-Ladestation zu finden. Falls du noch weitere Fragen hast, lass uns gerne einen Kommentar unterhalb des Videos da. Oder besuche unsere Website oder unseren GoE-Blog. Den Link dazu findest du ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Tim von GoE.